kennt doch alle John Pork und seine Schwester Lola Pork und die sind gerade auf dem Weg zum Spielplatz. Hoffentlich treffen sie nicht auf Slide Eater. Deswegen werden wir jetzt die Drohne starten und sie beobachten. Wir wollen ja nicht, dass die gegessen werden von Slide Eater. Aus diesem Grund schaltet dieses Video auf keinen Fall ab und schaut es bis zum Ende, denn am Ende gibt es noch eine riesen Überraschung für dich. Deshalb lasst jetzt ein Like da und ich würde sagen, wir gehen nach draußen und starten die Drohne nach. Die Drohne ist jetzt in der Luft und wir sind direkt auf dem Weg zum Spielplatz, um John Pork vor Slide Eater zu warnen. Weißt was, Cayman? Du hast recht, da laufen zwei Leute. Was ist, wenn es John Pork und Lola Pork sind? Haben wir die wirklich schon so schnell gefunden? Das wäre ja richtig gut. Wir können aber leider keine Gesichter erkennen, weil die haben Sonnenschirme oder Regenschirme bei bestem Wetter. Warum hat man denn jetzt bitte Regenschirme? Weil es wahrscheinlich John Pork und Lola Pork sind. Weil es vielleicht schneien wird. Nein. Natürlich, falls es anfängt zu schneien, hat man Regenschirme, natürlich. Ich verstehe ja, das macht nur Sinn, wenn man John und Lola Pork ist. Um sich zu verstecken. Du meinst, sie verstecken sich unter dem Schirm. Aber das ist Slide Eater. Oh mein Gott. Was macht Slide Eater hier? Die greifen die zwei Leute an. Dann müssten es auf jeden Fall John und Lola Pork sein. Wahrscheinlich, Leute, wir müssen den Blick ins Gesicht werfen. Du kennst doch Lola Pork immer diese rote Jacke an, weil die können wir ganz klar sehen. Und John Pork hat immer einen schwarzen langen Mantel an und das hat auch die Person hier. Eben, Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir haben John Pork und Lola Pork gefunden, aber auch Slide Eater haben wir gefunden. Ich fliege jetzt mal näher, Leute. Ich will unbedingt wissen, wer unter diesem Regenschirm steckt, wie die Personen aussehen. Und die Frage ist auch, wohin gehen die? Gehen die jetzt zum Spielplatz? Wow, 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 es sind John Pork und Lola Pork. Wir hatten recht, die Schirme sind weg. Ihr seht es, John Pork das Schwein und Lola Pork das Schwein. Ja, aber die gehen doch gar nicht zum Spielplatz. Warte mal, ich glaube, die gehen zu sich nach Hause auf ihren Bauernhof. Das ist genau ihr Bauernhof. Aber die haben doch gesagt, sie gehen auf den Spielplatz. Vielleicht holen die noch irgendwas vom Bauernhof, bevor sie zum Spielplatz gehen. Das kann natürlich sein, aber das Problem ist, Slide Eater war doch auch schon in der Nähe. Und die haben das nicht mal gemerkt, ne? Nein, natürlich wegen den Schirmen. Leute, wir müssen auf jeden Fall weiter mit der Drohne sie beobachten. Denn es kann ja sein, dass da noch irgendwas passiert mit John Pork und wir müssen unbedingt versuchen, sie irgendwie zu warnen, dass Slide Eater nicht auf dem Spielplatz ist, sondern Slide Eater schon hinter ihnen ist. Guckt mal genau hin, die heben jetzt Gummireifen an. Wollen die vielleicht die zum Spielplatz mitnehmen und dann schaukeln? Für die Schaukel. Oh nein! Da ist Slide Eater! Oh mein Gott, der ganze Mund ist auf den Reifen gekommen! Und sie werden angegriffen. John Pork und Lola Pork werden von Slide Eater angegriffen. Die wollten doch die Reifen nur zum Spielplatz mitnehmen. Und schau dir das an, sie regen sich auf. Natürlich, sie sagen, wer war das? Was macht ihr in unserem Bauernhof? Die wissen wahrscheinlich noch gar nichts von Slide Eater, kann es sein? Natürlich nicht, woher denn? Die wohnen doch 24 Stunden immer nur auf ihrem Bauernhof. Und jetzt gehen die weiter, ihr könnt es sehen, sie laufen weiter, wahrscheinlich weil sie sich irgendwas holen. Oder sie wollen nachschauen, ob sich Slide Eater irgendwo dort versteckt hat, weil Slide Eater war ja schon im Bauernhof drin. Zweimal war Slide Eater schon da und ihr wisst ja, Slide Eater kommt immer nur, wenn keine Personen da sind und hier sind nur John Pork und Lola Pork und sonst keiner. Aber Slide Eater darf doch überhaupt nicht auf den Bauernhof von John Pork. Schau mal, Lola Pork sagt... Haben Sie was gesehen? Ist das Slide Eater? Nein, 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 was ist das? Oh, das ist irgendeine Puppe. Die Slide Eater Voodoo-Puppe? Das kann natürlich sein. Aber die sieht ein bisschen aus wie du, die Puppe. Das glaube ich nicht. Schau mal, die sieht doch aus wie er. Aber auf jeden Fall spielen sie mit der Puppe. Wenn die Puppe so aussieht wie er, Leute, dann lasst jetzt mal einen dicken Like da. Ihr habt's ja gesehen. Und wenn nicht, lasst ihr natürlich trotzdem ein Like da. Boah, die schmeißen die auf den Boden und treten auf der Puppe rum. Was machen die damit? Die spielen Fußball. Die sind aggressiv, die sind böse. Natürlich, die sind wütend, weil Slide Eater in den Bauernhof gekommen ist. Und das ist ihre Art und Weise, die Reaktion abzulassen. Warum? Siehst du Slide Eater noch irgendwo? Nein, aber ich weiß Slide Eater ist verschwunden. Dass die Lola Pork, ihr seht es, ganz komische Frisur hat. Was? Ihre Haare? Ja. Weil sie pink sind? Nein, die hängt dann nur so an einem Zopf runter und das war's. Das ist doch der neue Style. Irokese oder was? Nein, halber Schnitt. Okay, warte mal. John Pork hat sich auf die Schaukel gesetzt. Lola Pork schuckt an. Und weißt du warum? Sie haben sich dazu entschieden, nicht mehr auf den Spielplatz zu gehen, sondern den Spielplatz zu sich nach Hause zu holen. Deshalb schaukeln sie jetzt. Und sie benutzen keine Rutsche, sondern die Schaukel. Natürlich. Da kann kein Slide Eater kommen. Sie wollen jetzt zu Hause bleiben, weil sie endlich Slide Eater gesehen haben. Und es ist ja eine Rutsche mit einem riesigen Mund. Aber die sind da trotzdem nicht sicher. Wir haben jetzt schon zweimal Slide Eater bei denen zu Hause gesehen. Ja, aber das wussten sie ja davor nicht.
Die Frage ist eher, wo hat sich Slide Eater versteckt? Du siehst das gelbe Tor, das ist wie Slide Eater. Was ist, wenn Slide Eater sich hinter dem gelben Tor versteckt? Natürlich, da ist Slide Eater drin. Ich hoffe, dass sie das Tor zulassen und nicht öffnen. Slide Eater ist ja auch gelb, ihr kennt ja alle Slide Eater. Und dann öffnen die es? Sie wollen es öffnen. Nein! Und du siehst es, Lola Pork schickt ihren großen Bruder John Pork vor. Sie dürfen auf keinen Fall das Tor öffnen, weil wenn sie das Tor öffnen, kommt Slide Eater raus. Nee, sie haben es zugelassen. Gott, als wie wenn sie es gewusst hätten. Ja, John Pork ist wahrscheinlich der Vernünftigere. Der hat Nein gesagt. Ja. Ich mach's nicht auf. Gelb gleich Slide Eater. Das heißt, sie suchen jetzt irgendeinen Weg zu spielen. Das sind zwei Schweine, ihr müsst euch mal überlegen. John Pork und Lola Pork gegen Slide Eater. Ja eben, aber und noch bei ihrem Bauernhof, bei ihrem Zuhause, da wohnen nämlich John Pork und Lola Pork. Und die wollen hier gerade in diesen Container rein, aber ich glaube, die haben den Schlüssel vergessen. Der ist abgeschlossen, die kommen gar nicht rein. Und jetzt versuchen die wackeln. sie umzuwerfen oder Die was machen die? Keine Ahnung. Oder klopfen sie, vielleicht ist da jemand drin, aber auf jeden Fall ist die Tür abgeschlossen. Ich zeige euch mal, wie groß dieser Bauernhof von denen ist. Schaut euch das mal an, ein riesen Grundstück. Das ganze Haus, das ganze Grundstück und noch dieser ganze Weg, alles gehört Lola Pork. Und da gibt es richtig viel Platz, wo sich Slide Eater verstecken könnte. Deswegen müsst ihr aufpassen, wenn ihr Slide Eater seht, eine gelbe Rutsche oder eine rote Rutsche, egal welche Farbe. Leute, ihr müsst uns Bescheid geben. Und lasst natürlich ein Like da. Hier kann natürlich Slide Eater überall sein. Slide Eater. Ich sag's auch noch. Immer wenn du sagst, da ist Slide Eater, dann Und jetzt kommt rennen sie Slide weg. Eater. Sie rennen jetzt den Weg entlang. Sie wollen sich verstecken vor Slide Eater, aber sie haben keine Chance. Guck mal, es gibt nichts zu verstecken. Und der Weg ist einfach nur geradeaus. Da kann man sich nirgends verstecken. Keine Bäume, nichts. Der Weg ist einfach nur so. Ja, oder wenn es Bäume sind, dann so kleine, dünne Bäume. Nee, da kann man sich nicht dahinter verstecken. Du kannst nicht mal auf den Baum klettern, so klein ist der Baum. Da hat natürlich Slide Eater leichtes Spiel, Lola und John Pork einfach zu essen. Guck mal, wie weit es noch geht, Leute. Ihr seht es. Ganzer Weg. Und hier war irgendwo Slide Eater. Das bedeutet, Slide Eater könnte ganz am Ende da sein. Aber ich sehe keinen Slide Eater, Gott sei Dank. Ah, die laufen zurück. Die haben Angst. Die haben Angst. Natürlich. Die wissen, dass hinten wahrscheinlich Slide Eater auf sie lauert. Sie wollen auf keinen Fall diesen Weg weiterlaufen. Da sind sie ungeschützt. Deshalb laufen sie jetzt wieder zurück. Gute Entscheidung. Ja, das Problem ist, sie dürfen auch auf keinen Fall die gelbe Tür öffnen. Das Tor dürfen sie nicht öffnen. Natürlich nicht, aber sie machen es ja auch nicht. Und sie rennen jetzt wieder. Vielleicht haben die Slide Eater gehört. Vielleicht hören sie natürlich was, weil die Rutsche macht auch Geräusche. Hört ihr was? Wir haben ja keinen Ton. Vielleicht habt ihr einen Ton. Der Mund macht Geräusche. Auf zu, essen, essen, essen. Okay, sie verstecken sich jetzt, glaube ich, im Haus. Sie wollen ins Haus rein. Das ist ein besseres Versteck. Warum? Da ist ein Dach. Das sind Sachen, wo man sich dahinter verstecken kann. Das ist viel besser. Und Slide Eater passt nicht durch die Tür. Wie soll so eine Riesenrutsche durch so eine Tür ins Haus passen? Eben, deshalb ja nur durch die Garagentor. Oh. Lola Pork legt sich hin. Vielleicht ist sie ganz erschöpft von diesem Stress. Sie ist müde, sie hat keine Lust mehr auf Spielen und keine Lust mehr natürlich auf Slide Eater. Und ihr großer Bruder sucht gerade irgendwas zu essen oder was zu trinken. Ich weiß auch nicht, was die jetzt vorhaben. Die sollen doch am besten ins Haus gehen, weil da kommt Slide Eater auf keinen Fall hin. Hast du schon mal die Rutsche im Haus gesehen? Natürlich habe ich die Rutsche noch nicht im Haus gesehen. Habt ihr schon mal eine Rutsche im Haus gesehen? Bis jetzt immer nur auf dem Spielplatz und seit neuestem auch auf der Straße. Und jetzt bei dem Bauernhof, bei John Pork und Lola Pork zu Hause. Aber nur draußen, niemals drin. Warte mal, die haben da irgendwas gefunden. Oh, was machen die jetzt? Spielen die? 2 Stäbe? Damit wollen die vielleicht Howie Howie machen bei Slide Eater. Um sich zu verteidigen. Natürlich, raus aus meinem. Ich habe auch von Tack. Hey, nein, das ist Weihnachtsmusik. Raus aus meinem Bauernhof. Die haben uns entdeckt, die haben unsere Drohne entdeckt, gerade wo ich nicht aufgepasst habe. Unsere Drohne. Ich bin jetzt ganz weit nach hinten geflogen. Oh nein, nicht, dass die denken, wir hätten irgendwas mit Slide Eater zu tun. Schau dir mal Lola Pork an und John Pork, die gucken direkt in unsere Kamera. Wie können wir denen sagen, wir haben nichts mit Slide Eater zu tun, gar nichts. Wir sind nicht eure Feinde, wir sind eure Freunde, wir wollen euch nur warnen vor Slide Eater. Wir wollten euch warnen und jetzt wollen wir natürlich alles ganz genau mit euch zusammen beobachten. Schau dir mal John Pork an, was das ist. Ah, da kommt Slide Eater! Vielleicht um uns zu retten. Aber wir sind nicht auf einer Seite. John Pork will Slide Eater gerade. Natürlich. Habt ihr es gesehen? Und Slide Eater ist abgehauen. Ich bin verwirrt. Ist der jetzt böse auf uns oder auf Slide Eater? Nein, natürlich auf Slide Eater. Sicher? Ja, er bedankt sich noch bei uns. Okay, aber warum kommt er dann mit seinem Stab so unserer Drohne so Das heißt vielen, vielen Dank. Stocksprache! Ihr kennt es doch und jetzt spielen die weiter, guck. Natürlich, und sie wissen, dass wir da sind, machen jetzt aber nichts mehr. Die bedanken sich und dann spielen sie weiter, natürlich. Jetzt wissen sie, dass auf keinen Fall auf den Spielplatz gehen, sondern sie müssen am besten zu Hause beim Bauernhof und du bleiben. siehst, sie stellen sich auch wieder unter das Dach, sie verstecken sich vor Slide Eater. Wir fliegen jetzt mal leicht nah ran, vorsichtig natürlich. Guck mal, die und bedanken sich immer noch. Ja, sag ich ja. Die sind voll zutiefst Dank von uns. Eben deshalb. Danke, gerne, machen wir gerne. Ich bin so froh, dass wir John Pork und Lola Pork vor Slide Eater warnen konnten. Ja, aber Slide Eater befindet sich
immer noch irgendwo da auf dem Bauernhof. Okay, was macht jetzt John Pork? Weiß ich nicht, der sucht Slide Eater. Der will wahrscheinlich, dass wir zu ihm kommen. Oder er will, dass wir ihm helfen, Slide Eater zu finden. Weil er ist irgendwo, die Rutsche ist da. Sehr, sehr, sehr gute Idee. Ich flieg mal hoch. Von oben können wir nämlich mehr sehen als John Pork von da unten. Ich sehe kein Slide Eater. Guck mal, wie weit ich weg Leute, bin. lasst ein Like da. Wir schauen jetzt mal alles genau an. Irgendwo da muss Slide Eater sein. Und wir sind jetzt ziemlich hoch. Wir haben einen sehr guten Blick, aber ich sehe kein Slide Eater. Wo ist der hin? Wo ist Slide Eater hin? Wo ist dieser Mund hin? Wo sind alle hin? Ich sehe John Pork und Lola Pork in ihrem Bauernhof stehen. Ja, da ist ja auch genau ihr Bauernhof. Da dürfen sie stehen. Nur Slide Eater muss raus. Wir müssen ihnen mitteilen, dass wir keinen Slide Eater in ihrer Nähe entdeckt haben, dass sie sicher sind jetzt vor Slide Eater. Er ist weg. Slide Eater Sind wir wirklich sicher, dass er wirklich weg ist? Ihr habt's doch gesehen, Dann oder? taucht er wieder aus dem Nichts auf und dann... Schau, deswegen unterhalten die sich jetzt ganz gemütlich. Die haben auch keine Angst mehr. Oder sie machen einen Plan, wie sie selbst Slide Eater loswerden können. Falls Slide Eater nochmal kommen sollte. Aber Slide Eater ist eine riesige Rutsche. Es wird schwer, so eine Rutsche aus dem Bauernhof zu tragen. Vor allem mit so zwei kleinen, dünnen, langen Holzstücken. Wow! Oh nein, was ist macht los? John Pork jetzt? Ah, der hat sich erschrocken, weil du mit der Drohne so nah rangeflogen bist. Natürlich. Wir müssen weiter weg. Der ist abgehauen. Warte mal, wo ist der hin? Wo ist der hin? Ich glaube, die sind beide abgehauen. Ihr habt es gesehen. Raus aus dem Bauernhof. Die sind über den Zaun gesprungen und weggelaufen. Wir müssen sie finden und Oh suchen. nein, und wo ist Slide Eater? Okay, ich sehe, guck mal, ihr seht so viele Bäume. Ich sehe John Pork gar nicht mehr. Und wo ist Lola Pork, die Schwester? Aber das Gute ist, Slide Eater ist weg. Das denkst du nur. Wer weiß. weiß, ob Slide Eater nicht wieder auftaucht. Warum? Slide Eater verfolgt die ganze Zeit John und Lola Pork. Fragen wir doch mal unsere Fans, was meint ihr? Ist Slide Eater weg oder noch da? Ich sag nein, er ist nicht weg. Wir finden es zusammen raus, wenn ihr dieses Video bis zum Ende anguckt jetzt. Und natürlich lasst alle ein Like da. Ein Daumen nach oben für dieses Slide Eater. Slide Eater! Ich sag doch, die sind nicht weg. Da ist der Slide Eater und der Mund. Ihr hattet sowas von rechts. Und da läuft doch... Warte mal, ist Da das läuft John Pork? jemand. Das ist doch John Pork, oder? Nein, warte. Das ist... Nee, das ist ein Hund. Nein, das ist ein Schwein. Da geht jemand mit seinem Schwein Gassi. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Schwein, oder? Nee, das ist ein Hund. Du hast recht, das ist ein Hund. Ist ein ganz normaler Hund. Ich dachte, das wäre irgendwie John Pork oder sowas, aber das ist ein Fußgänger, der mit seinem Hund Gassi geht. Weder John Pork noch Lola Pork. Die Frage ist jetzt, wir haben Slide Eater gesehen, aber wir haben John und Lola Pork nicht mehr gesehen. Wo sind die denn jetzt hin? Vielleicht verstecken die sich hier an dem See unter den Bäumen? Das wäre ein gutes Versteck, weil die Rutsche kann ganz schlecht unter einen Baum gehen. Natürlich, außer sie kriegt... Ah, nein! Was ist da? Ein Spielplatz. Nein, das ist aber kein John Pork. Flexi, erschreck mich nicht so. Ja, aber der Spielplatz. Vielleicht ist John und Lola Pork jetzt doch auf dem Weg zum Spielplatz. Ich glaube nicht, wir Flieg mal hier den weiter. Weg ab. Aber ich sehe nicht. Da ist jemand, da läuft jemand. Bitte Ihr seht nicht. es, da läuft jemand. Ich sehe es in schwarz, aber bitte nicht. Aber ganz alleine. Wie ist das? Ich flieg näher. Wer ist das? Das sieht aus wie John Pork. Das ist John Pork. Ist es John Pork? Am besten ist, wenn wir das Gesicht natürlich auch nochmal von vorne sehen. Ich drehe die Drohne, damit wir sein Gesicht erkennen. Aber ich glaube, das könnte er sein. Es ist John Pork! Nein. Es ist John Pork. Und wo kam er gerade weg? Da hinten war der Spielplatz. Ja, aber bemerkst du nicht irgendwas? Der läuft da ganz alleine. Das heißt, seine Schwester Lola Pork wurde von Slide Eater gegessen. Oder John Pork ist jetzt auf der Suche nach... Das Slide Eater! Und jetzt kommt Slide Eater und greift auf John Pork an. John Pork sucht seine Schwester. Die ist schon gegessen worden, 100% Flexi. Ich kann's nicht glauben, Lola Pork ist noch nicht gegessen worden. Warum ist da John Pork alleine und Slide Eater versucht jetzt John Pork alleine anzugreifen? Warum? Die haben doch Weihnachten gefeiert. Oder meinst du, einer ist nach rechts gerannt und der andere ist nach links gerannt, in verschiedene Richtungen, Eben. um Und Slide jetzt- Eater abzulenken? Ja, und jetzt wollen sie sich ja wieder treffen. Deshalb sind jetzt beide auf dem Weg, wieder, dass sie sich zusammentreffen. Da ist sie, du hast recht, das ist Lola Pork. Endlich hatte sie gefunden. Und sie schleicht sich an, weil sie will nicht, dass Slide Eater ihr folgt. Weil überall kann Slide Eater, aus jeder Ecke kann Slide Eater kommen. Es war ein sehr, sehr schlauer Plan von John Pork und Ah! Lola Pork, sich zu trennen. Gleich treffen sie sich wieder. Dann sind sie wieder vereint. Bruder und Schwester. John Pork und Lola Pork. Du weißt, Slide Eater kann immer nur eine Person jagen, entweder John Pork oder Lola Pork. Wenn die sich trennen, wie jetzt, Dann perfekt. weiß Slide Eater nicht wohin. Entweder Lola oder John Pork. Aber die Frage ist, was machen die denn jetzt auf diesem Weg? Ich glaube, Lola Pork will sich ganz, ganz leise zu John Pork anschleichen, damit Slide Eater sie nicht hört. Oder Lola Pork macht es nur mit dem Anschleichen, um zu schauen, dass bei ihm alles sicher ist bei John Pork, dass kein Slide Eater in der Nähe Das ist. bedeutet, die kleine Schwester Lola Pork beschützt jetzt in dem Fall... Den großen Bruder John Pork. Echt jetzt? Natürlich, schau. Du hast recht. Und sie sagt, bitte geh nicht, bitte warte. Und dann lauf langsamer, lauf langsamer. Okay. Überall kann Slide Eater Jetzt rauskommen. wird das Video von uns hier nochmal richtig spannend. Ihr dürft auf keinen Fall abschalten. Ich bin so hyped, was hier passiert. Hatten wir unterm Weihnachtsbaum auch diese Slide Eater? Zum Glück nicht. Nein. Okay, aber John Pork ist traurig. John Pork denkt immer noch, seine Schwester ist gegessen worden.
Echt? Das siehst du doch, wie er... Ah, natürlich, er sucht sie immer noch. Sie hat sich noch nicht zu erkennen gegeben. Die Schultern hängen, John Pork hat ein ganz trauriges Gesicht, aber Slide Eater folgt ihm. Hoffentlich bekomme ich keine Rutsche zu Weihnachten. Auf gar keinen Fall will ich eine Rutsche haben. Ich will nie mehr auf den Spielplatz gehen und rutschen. Wenn Slide Eater das... Achtung, Achtung. Was ist? Was passiert jetzt? Oh ja, sie treffen sich. Wie doch nicht? Was macht denn Lola Pork jetzt? Sag doch endlich Hallo zu deinem Bruder. Sie traut sich Ja, nicht. aber warum denn? Es geht hier um Slide Eater. Ich verstehe auch nicht, warum sich Lola Pork nicht traut, ihrem Bruder John Pork Hallo zu sagen. Ich lebe noch. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da, dass sie sich wieder treffen und abonniert diesen Kanal. Kanal ist kostenlos. Abonnieren ist sowas von kostenlos und schick dieses Video an alle deine Freunde in WhatsApp. Kopiert den Link von dem Video und schick es an deine Freunde in WhatsApp. Seht ihr das? Es ist so knapp und dann treffen sie sich endlich wieder. Achtung, Flexi, jetzt Nach geht es so los. langer Zeit, bitte. Ich glaube, ja! sie haben es geschafft. Sie hat sich getraut, ihren Bruder anzutippen. Endlich, sie sind wieder vereint. Lola Pork und John Pork. Und guck mal, John Pork ist Sie richtig freuen sauer. sich. Aber John Pork ist sauer, oder? Ja, weil sie so lange gebraucht hat. Er ist schon ganz weitergelaufen. John Pork sagt wahrscheinlich gerade zu ihr, warum tust du mir das an? Ich habe geweint, ich war traurig und jetzt bist du hier. Zum Glück, ich freue mich. Und ihr wisst ja, sie haben sich nur getrennt wegen Slide Eater. Die Rutsche mit dem Mund und den Zähnen. Du siehst es, Mann, das ist ihre Art, ihre Liebe zu Guck mal, zeigen. jetzt kommen sie sich näher. Alles Bruder cool. und Schwestern, so wie wir, hey. Ja, wie die hier. Okay, was macht aber John? Nee, warte. Die tanzen. Tanzen die gerade oder kämpfen Natürlich, die tanzen. Es ist so schön, sie tanzen zu sehen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sie freuen sich so, dass sie endlich wieder vereint sind. Aber das Problem ist, wir wissen jetzt nicht mehr, wo Slide Eater ist. und wann Slide Eater kommt und zuschlägt. Also Lola Pork und John Pork sind immer noch in Gefahr. Deshalb bleibt bis jetzt auf jeden Fall bis zum Ende dran und lasst ein Like da. Guck mal. Rennt sie weg? Nein, Slide Slide Eater! Warum kommt jetzt Slide Eater? Die haben sich gerade erst wieder vereint und Slide Eater ist wieder da. Der Mund vom Slide Eater kommt immer ganz ungelegen. Und es war jetzt so knapp wie noch nie. Ich glaube, beim nächsten Mal, wenn Slide Eater kommt, haben beide keine Chance mehr. Ihr habt es gesehen, die sind beide weggerannt, weil sie schon wahrscheinlich Slide Eater kommen gehört haben. Da wird es mir richtig warm, weil es so knapp ist. Wir müssen doch diese zwei Brüder und Schwester retten. John Pork rennt schon wieder weg. Schau dir das an. Vielleicht Natürlich. weiß, dass Slide Eater kommt. John Pork und Lola Pork, die haben Angst vor Slide Eater. Die müssen wegrennen. Oder machen die jetzt brasilianisches Kampf? Nein, Lola Pork sagt, wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen gegen Slide Eater, sonst lässt er uns nie in Ruhe. Die trainieren gerade für den Fall, dass Slide Eater wirklich ein letztes Mal kommt. Aber was passiert, wenn es wirklich so passiert und beide werden aufgegessen? Dann müssen wir da hingehen und beide retten aus der Rutsche raus. Das Gute ist, wenn wir da hingehen, dann nehmen wir euch mit. Wir gehen da nicht alleine hin. Ihr seid dabei, wenn ihr das Video bis zum Schluss anschaut. Was, du willst wirklich Boah, dann hast dahin? du das gesehen? Ich habe leider in die Kamera geguckt, aber schaut euch an. Was war denn? War das Slide Eater? Ich weiß es nicht. Ist John Pork gestolpert? Ich glaube, das Über war so einen Lola Pork. Stein. Boah, wird ihre Perücke verloren. Nein, Mann, mach sie Warte wieder mal, drauf, warte neuer mal. Style. Sag mir jetzt nicht, dass Lola Pork keine echten Haare hat, dass sie eine Perücke trägt. Ja, aber natürlich, die sind pink. Hast du pinke Haare? Nein, hab ich auch nicht. Man kann sich aber die Haare färben. Ja, natürlich, aber doch nicht vor Weihnachten. Aber ich trage doch keine Perücke. Ja, vor Weihnachten färbt man sich doch nicht die Haare. Dann heißt- ist man eine Perücke. John Pork hat eine Glatze und Lola Pork hat auch eine Glatze. Ich glaube, dass die ganze Pork-Familie wenig bis keine Haare hat. Okay, du hast recht, wenn Schweine haben auch keine Haare auf dem Kopf. Stück. Sowas, wie ja. Bart Simpsons und Schau- Homer Simpsons. Guck mal jetzt. Jetzt spielen sie mit der Perücke. Ich glaub- Haben die vergessen, dass Slide Eater in der Nähe ist? Der große Bruder John Pork Bisschen verarscht ärgert. jetzt. Ja, ärgert oder sowas Lola Pork. Hier wird jetzt gerade die Schwester ein bisschen netterweise geärgert. Aber die haben wohl vergessen, dass genau da Slide Eater kam mit dem Mund und wollte aufessen. Dass Slide Eater sie die ganze Zeit angreift und verfolgt, das ist Wahnsinn, Leute. Und ihr seid Live-Zeuge, ihr dürft auf keinen Fall abschalten. Was hat denn Slide Eater vor? Nur essen, oder? Boah, der schmeißt die Haare, die Perücke auf den Hügel. Und jetzt muss sie natürlich auf den Hügel gehen, um sie zu holen. Jetzt darf auf keinen Fall Slide Eater kommen, denn die sind gerade echt nicht fokussiert, man. Die wissen echt nicht, dass Slide Eater Die da sind ist. absolut abgelenkt. Wenn jetzt Slide Eater kommt, sind beide aufgegessen, sag ich Okay, dir aber gleich. Lola Pork rennt weg. Ja, die müssen mal da weg. Die müssen mal von diesem Ort weg, wo Slide Eater war. Am besten nach Hause gehen. Ich glaube, Lola Pork war. Nein! Da ist Slide Eater. Die waren so lange dort. Renn weg, Lola. Ja, renn weg. Renn Und ihr weg, seht renn es, weg. Slide Eater schlägt zu, wenn Lola Pork alleine ist. Nicht zu zweit, sondern alleine. Ja, aber Lola Pork ist weggerannt, hat sich ihre Haare gerichtet und rennt. Okay. Ja. Es war sehr, sehr wichtig, dass jetzt Lola Pork sich verteidigt hat gegen Slide Eater. Und was macht eigentlich John Pork?
Soll ich zu John Pork nochmal fliegen? Ja, flieg mal rüber Komm. zu John Pork. Ich flieg zu John Pork. Ich bin Was macht gespannt, der denn? macht. Der ist jetzt auch alleine. Der geht auch. Die trennen Aber in sich die andere wieder. Richtung. Nein, die trennen sich wieder. Aber das ist ein guter Plan. Der Slide Eater kann nur einen angreifen. Ja, dann fehlt aber einer. Was macht denn John Pork hier? Ey,